Heute geht es um unseren Monster-Wiesen-Standort, den Wiesen West 1. Mit dem Standort können wir locker 12.000 Nutzer versorgen. Oder umgerechnet in die Währung von älteren Menschen wie mir, der Standort ersetzt fast 2 Fußballfelder vollgestellt mit Telefonzellen. Heute an unserem Drehtag ist der 9. August. Es ist noch über einen Monat hin, bis die Wiesen eröffnet. Aber auf dem Festgelände hier auf der Theresienwiese laufen die Vorbereitungen schon seit Wochen auf Hochtouren. Wir haben in diesem Jahr auch eine Premiere. Wir setzen zum ersten Mal 5G ein. Das ist aber auch kein Wunder, weil Corona-bedingt hat auch die Wiesen 2 Jahre lang pausiert. Der Standort Wiesen West 1 ist der wichtigste Standort auf der Wiesen. Das wird besonders deutlich, wenn man sich das Areal von oben ansieht. Der Standort steht wirklich zentral auf dem Festgelände. Der Fixpunkt für unsere Funknetzplaner. Ohne diesen Standort geht gar nichts. Hard Facts 1. Der Mast wiegt 2 Tonnen. Der Unterbau kommt auf 7 Tonnen und die Technikkabine wiegt 1,5 Tonnen. Alleine für die Telekom hängen an dem Mast 500 Meter Hochfrequenzkabel und 100 Meter Glasfaserkabel. Rund 100 Schrauben halten das Ding zusammen. Der Aufbau dauert rund eine Woche, der Abbau etwa 3 Tage. Wir haben in diesem Jahr auf der Wiesen zum ersten Mal 5G im Frequenzband 3,6 GHz am Start. Aber um Topspeed geht es auf der Wiesen gar nicht, sondern hier geht es um Kapazität, Kapazität, Kapazität. 5G haben wir übrigens auch an den anderen Maststandorten hier auf dem Festgelände im Einsatz. Aber dieser Standort weist noch eine Besonderheit auf. Normalerweise hängt man 3 Antennen an einen Standort. Jede Antenne hat einen Öffnungswinkel von 120 Grad und so wird einmal die Fläche rund um den Standort herum versorgt. An diesem Standort haben wir 4 Antennen. Das ist in puncto Abstimmung mit den anderen Standorten für den schon eine Herausforderung. Aber wir gewinnen 33% mehr an Kapazität und das wiegt die Nachteile auf, denn die Zahl der Mobilfunkmasten auf der Wiesen ist begrenzt. Angefangen haben wir im Jahr 2000 damit, eine Sonderversorgung für das Oktoberfest aufzubauen. Bis dahin wurde der Verkehr über die Standorte rund um die Theresienwiese herum abgewickelt. Gestartet sind wir damals mit 4 Standorten. Einen im Norden, einen im Süden, einem im Osten und unserem Freund, dem Standort West 1. Heute sind es 14 Standorte, 10 Maststandorte und 4 Standorte in den Bierzelten. Übrigens, eine In-Zelt-Versorgung gab es 2005 zum ersten Mal. Fun Fact 1. Die 5 Top-Dinge, die auf der Wiesen 2019 verloren gegangen sind. Über 1000 Kleidungsstücke. Rund 950 Personalausweise. 570 Geldbörsen. 480 Handys und rund 400 Schlüssel. Fun Fact 2. Normalerweise haben wir im Mobilfunknetz ein Download-Upload-Verhältnis von etwa 9:1. Auf der Wiesen beträgt das Verhältnis 2:1. Die Wiesen ist also ein echtes Selfie-Festival. Das hier ist der heißeste Ort auf der Wiesen. Das war 2019 unser absoluter Hotspot. In diesem Sektor haben wir das größte Datenvolumen gemessen. Woran das liegt, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Meine Vermutung allerdings, du kommst hier auf der einen Seite von der Würzburgenstraße und gehst in Richtung des Riesenrads, was dann aufgestellt ist. Und auf der anderen Seite kommst du hier aus der Matthias-Pschorr-Straße und läufst in Richtung Bavaria. Und die beiden Straßen treffen sich hier und ich denke mal, das ist ein ganz guter Punkt für Ortsunkundige, um sich hier wiederzufinden. Also hier finden sich verlorene Seelen wieder, da wird mir ganz warm ums Herz. Hard Facts 2. 2019 wurden an den 16 Wiesentagen rund 60 Terabyte im Downlink und über 26 Terabyte im Uplink übertragen. Ob wir diesen Datenübertragungsrekord in diesem Jahr mit 5G knacken werden, steht noch nicht fest. Aber was meint ihr denn? Schreibt mir euren Tipp doch in die Kommentare.
Falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert doch den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.